Das hier sind unsere geilen Grillgemüse-Wraps mit einem feinen Kräuter-Zitronendressing. Wenn auch du möchtest wissen, wie du so etwas Geiles auf dem Grill kannst zubereiten, dann bleib dran. Ciao zusammen, hier ist der Vasi von den Hellboys. Ich habe euch heute wieder ein feines Rezept mitgebracht, das ihr auf dem Grill ausprobieren könnt. Wir machen heute Gemüse-Wraps mit einem feinen Kräuter-Zitronendressing. Für das brauchen wir als erstes einmal das Gemüse, das wir grillieren können. Wir haben jetzt hier eine Aubergine, 2 Zucchetti, 2 verschiedenfarbige Peperoni. Ich habe 2 verschiedenfarbige genommen, weil es optisch einfach mehr hergibt. Dann habe ich eine rote Zitrone, eine rote Zwiebel, dann eine Zitrone, wo wir nachher alles zusammen vermischen mit ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer und italienischen Kräutchen trockneten. Und das kommt dann auf den Grill. Ich denke jetzt einmal, fürs Schnäfeln vom Gemüse müsst ihr nicht dabei sein. Ich hole euch dann wieder dazu, sobald ich fertig geschnitten habe. So, ich bin jetzt flüssig am Schnäfeln gerade. Jetzt habe ich euch aber noch einen kleinen Lifehack für Peperoni. Man sieht ja hier die wildesten Sachen, wie man die schneiden kann. Ich habe hier einen guten Trick bekommen vom George. Liebe Grüße gehen raus an dich, wenn du das Video mal siehst. Am einfachsten, also finde ich es jetzt, ist, wenn man da wirklich oben den Strunk, da kann man einfach mit dem Daumen reindrücken. Jetzt ist er drin, komplett. Und jetzt kann ich hier auf der Seite aufmachen. So. Und jetzt ist das eigentlich alles hier dran. Hier noch 2, 3, aber ist eigentlich so wie sauber. Eben Strunk mit beiden Daumen reindrücken, dass es drinnen ist. Aufschneiden. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt alles schön zurechtgeschnäfelt. Die Aubergine und Zucchetti habe ich in so halbe Rädchen geschnitten. Die Peperoni, die habe ich in lange Streifen gemacht. Das könnt ihr eigentlich so schneiden, wie ihr es gerne habt. Ich habe es gerne, wenn die so ein bisschen länglich sind. Ich habe jetzt nur ein Zucchetti reingemacht, weil ich fand, es ist von der Menge her schon genug. Es kommt immer darauf an, wie gross sie ist. Ich werde sicher dann das Rezept, das ich unten wieder in die Videobeschreibung mache, würde ich sicher anpassen dann für euch, dass ihr wirklich das Rezept habt, das ich jetzt hier rausgelassen habe. Jetzt kommt hier noch Olivenöl dazu. Dann machen wir 2 Esslöffel. Dann tun wir das Ganze mit dem Löffel ein bisschen putzen. So. Dann tun wir das Ganze noch salzen. Ein bisschen Pfeffer geben wir dann auch noch dran. So. Wenn wir das gemacht haben, können wir alles schön mit der Hand ein bisschen vermengen. Man hat überall ein bisschen Öl und Salz und so dran haben. So, Sadeli. Wenn wir das haben, können wir den Grill vorheizen. Also hat man
können wir vorher schon vorheizen natürlich. Ich habe jetzt die Planschenplatten aufgelegt. Dann können wir das Gemüse drauflegen, dann wird das schön grilliert. Wenn sie gut beschichtet ist, tut das Gemüse auch nicht dran kleben. Von dem her ist das eigentlich eine saubere Sache. Die am Anfang aufgepasst haben, die haben gerade gemerkt, wahrscheinlich, dass ich etwas noch vergessen habe. Die italienischen getrockneten Kräutchen kommen natürlich auch noch da rein, wenn sie nicht weggeblasen werden vom Wind. Die machen wir natürlich auch noch drunter. So. Die Grillplatte ist jetzt heiß genug. Jetzt können wir mal einen Teil vom Gemüse drauflegen. Und während das dann schön am Grillieren ist, können wir dann mit dem Dressing für in den Wrap weiterfahren. Jetzt nehmen wir hier mal so ein Büschel drauflegen. Das Gemüse darf nachher dann ruhig ein bisschen an der Platte anhocken, also nicht anbrennen, sondern anhocken ein bisschen, damit es schön Farbe bekommt. Weil das sind dann auch die gewissen Röstaromen, die es ja dann ausmachen tut, wenn man auf dem Grill arbeiten tut. So. Das sollte mal länger. Von unser Kräuter-Zitronendressing habe ich jetzt hier 1 Esslöffel Honig, 2 Teelöffel Senf. Dann nehmen wir hier noch 3 Esslöffel Olivenöl dazu. Dann kommen wir hier noch zu unserer Zitrone. Wenn ihr die Form braucht, zuerst ein bisschen noch rollen. Tünt ihr innen den Saft schon ein bisschen vorlockern oder das Fruchtfleisch ein bisschen lösen hier innen. So, jetzt habe ich gleich wieder ein paar Kerne drin. Ich kriege es immer hin. So, jetzt sind die aus. Jetzt die Töpfe wieder putzen. Dann haben wir hier noch unseren Knoblauch. Dann nehmen wir noch ein bisschen frischen Peterli und Thymian. Das lege ich jetzt mir mal schnell parat, weil das machen wir doch ganz schnell. Mit erhöhter Geschwindigkeit. Ich würde mal sagen, wir zählen ab. 3, 2, 1. Jetzt bin ich fast noch ein bisschen ins Schwitzen gekommen. In diesem Sautempo. Gut, das gehen wir jetzt auch hier rein.
Jetzt geben wir hier auch noch schnell ein bisschen Salz, Pfeffer dazu. Das Ganze ein bisschen vermengen. So. Sehr schön. Wenn wir das haben, können wir schon mal zuerst mal unser Gemüse wenden. Weil das brutzelt hier schön im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich höre es einmal. Das ist immer so ein schön angenehmes Geräusch, wenn etwas auf dem Grill vor sich her brutzeln. So, dann nehmen wir da wirklich so schönes Dressing. Das legen wir mal zur Seite. So. Das sieht auch gut aus. Schmecken tut es vor allem sehr gut. Dann würde ich doch sagen, mal lasse ich das schnell fertig machen. Sobald es fertig ist, hole ich euch wieder retour und dann schauen wir doch weiter, wie wir so einen feinen Gemüse-Wrap zubereiten. Ah, da sind wir ja wieder, gerade rechtzeitig. Eben, das Gemüse ist jetzt soweit fertig. Das ist jetzt bei mir gut 10 bis 15 Minuten drauf gesehen. Ihr könnt das natürlich so lange drauf lassen, wie ihr möchtet. Die es gerne ganz durch möchten, lassen es ein bisschen länger. Man kann auch ein bisschen mehr Flüssigkeit sonst hinzufügen. Irgendwie einen Schuss Weisswein oder so. Oder auch ein bisschen Bouillon. Je nachdem, wenn sie ein bisschen mehr köcheln wollen. Oder auch die es gerne ein bisschen mehr knackig haben, die lassen es halt ein bisschen weniger lang drauf, damit es mehr Biss hat. Ich sage jetzt, ich habe jetzt so eine Mittelstufe. Das eine ist schon recht gut durch. Die Peperoni, die haben noch ein Biss drauf. So, das ist soweit eigentlich gut. Jetzt kann ich im hinteren Teil eigentlich schon noch den Rest drauf machen. So, teilen. So, dann lassen wir das jetzt. Dann habe ich hier ganz einfache Tortilla-Wraps. Die bekommen wir eigentlich überall in den Läden. Jetzt nehmen wir so einen nehmen. Wir zuerst hier noch drauf. Ich 2 drauf machen, dass die ein bisschen warm werden. Sobald die Tortillas warm sind, also nicht ganz warm, sonst werden sie also nicht ganz backen blöd gesehen, weil sonst werden sie wieder gestappig und brechen gern. Darum einfach gerne ein bisschen erwärmen. Dann habe ich hier frischen Rucola.
Ihr könnt hier aber auch zum Beispiel Blattspinat nehmen oder auch fein geschnittenen Salat, wie ihr das gerne habt. Ich habe jetzt hier Rucola, dann habe ich Feta-Käse und eben unser selber gemachte Zitronen-Kräuterdressing. Noch kurz da schauen. Schon lange. Da schieben wir noch hinterher. So. Dann zum Bestücken von der Tortilla machen wir hier ein kleines Rucola-Bett. Schaut, dass ihr am Rand ein bisschen frei lässt, wegen dem Drüllen nachher. Dann können wir uns ein Stückchen vom Feta abnehmen. Das tun wir gerade so ein bisschen drauf bröseln. Das ist zum Glück so schön zerbrechlich und bröckelig. So. Dann können wir uns hier von unserem Gemüse nehmen. Hier ein bisschen aufpassen, das Gemüse ist heiß. Das muss jeder selber entscheiden, ob er es gerade so nehmen kann. Es gibt ja so ein schönes Sprichwort: Wer heiß greifen kann, kann auch heiß lieben. Ist schon so. Darum müsst ihr euch das vielleicht antrainieren. So. Zu. Dann, wenn wir das haben, geben wir hier ganz säuferlich von unserem Dressing drüber. Ein bisschen verteilen. So. Dann zum Drüllen von dem Ganzen tun wir eigentlich auch die Decke reinklappen. Dann hier ganz satt anfangen aufdrüllen. Rein. Bis ein Täschchen. Ihr könnt hier richtig Zug drauf geben, die Ecke drinnen behalten. Zug drauf geben. Das Ganze einpacken, bis ihr so eine, ja, wie eine Art Roulade habt. Wenn ihr die habt, tun wir sie mit durch Öffnung nach oben, könnt ihr sich nochmal drauflegen, weil dann tut es unten wie verschweissen. Das Rucola-Bett. Wieder der Feta. Ich mache jetzt gerne Rucola zuerst unten, um das Dressing ein bisschen aufzufangen, dass es nicht, die Tortilla nicht aufweichen tut. Dann der Käse oder einfach das, was halt schmelzen tut, und oben drauf dann die heißen Sachen, weil dann wird das schön eingepackt und kann noch ein bisschen von sich an schmelzen. Dann. So.
Der ist jetzt schon vorher ein bisschen länger drauf gesehen, der ist schon ein bisschen brüchiger. Aber es geht immer noch, ist gerade an der Grenze. So. Zumachen. Legen wir den gerade hier drauf. So. Jetzt lassen wir hier auch noch schnell drauf, so 2 bis 3 Minuten. Wir den Käse noch ein bisschen anpacken und dann denke ich, tun wir alles vorbereiten und dann sehen wir uns wieder zum Probieren. Unsere Wraps sind fertig. Ich habe sie jetzt noch drauf gelassen, sie ein bisschen unten zugehen. Am besten ist, ihr macht dann einen schönen Mittelschnitt. Dann habt ihr wirklich 2 Stückchen, die ihr schön könnt, auch vor dem Fernseher oder so reinpicken könnt. Ich denke mal, ich rede jetzt nicht mehr lange, sondern probieren wir so einen. Also aussehen tut es ja einmal herrlich. Schön der Rucola mit dem Gemüse, der Käse, der schon leicht am Verlaufen ist. Dann wünsche ich euch jetzt einen guten. Ihr dürft jetzt noch ein bisschen lusten. Ich darf jetzt probieren, das geile Zeugs. Also das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das ist wirklich fein. So der Rucola gibt so einen richtig schönen Geschmack dann mit dem Feta. Und vor allem das Dressing ist richtig schön fruchtig mit den Zitronen, frisch. Und das Ganze zusammen, so das Dressing mit dem Feta und zusammen, also die Kombination ist genial. Und das Gemüse und so, man schmeckt alles so nacheinander. Es gibt verschiedene Abstufungen, das ist wirklich super. Tropft ein bisschen. Aber ich glaube, wenn etwas so fein ist, scheisse gleich, was für Sauerei gibt. Gut, ich mache mir jetzt hier noch eine Bar, isst die noch und wünsche euch noch ein schönes Tag und viel Spass beim Nachmachen. Und wie schon am Anfang versprochen, das Rezept schreibe ich euch unten rein. Und die Videobeschreibung. Und dann würde ich mich freuen über einen Kommentar, wenn ihr es nachgemacht habt, wie es euch geschmeckt hat oder was ihr für Verbesserungsvorschläge hättet. Würde mich sehr freuen. Dankeschön und bis zum nächsten Video. So geil. Ciao zusammen, ich bin der Vasi von den Hellboys. Ich habe euch wieder heute ein feines Rezept mitgebracht für den Grill. Wir machen heute feine Gemüse. Grillgemüse. So, zum Kräuter-Zitronendressing. Ich habe jetzt hier 1 Teelöffel Honig, 2. Mal anfangen. So, zum Kräuter-Zitronendressing habe ich jetzt hier 1 Suppenlöffel. Kopfendeckel, wie heisst denn das? Nein, stimmt schon. So, für unser Kräuter-Zitronendressing habe ich jetzt hier 1 Esslöffel Honig, 2 Teelöffel Senf. Das hier sind unsere geilen Grillgemüse-Wraps mit einem feinen Zitronen-Honig-Dressing. Wenn ihr auch wisst, wenn Kräuter-Honig, was? Zitronen-Kräuter-Dressing.